Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Motorradhelm schon wieder auf, denn es geht schon wieder ein bisschen Motorradfahren, diesmal Offroad auf den Ted Holland. Da bin ich nämlich noch gar nicht gefahren. Julian kennt ihn schon ein bisschen, der wird mit seiner Tenere fahren und ich mit der Afrika Twin, die gute Queenie, mal ein bisschen einfahren dieses Jahr 2024 mit den ersten Offroad-Kilometern und ja, mal schauen, wie der Ted Holland ist. Ich habe mal gehört, viel Tiefsand. Ja, Wetter ist so mittelmäßig, soll nicht regnen heute. Das war ganz wichtig, weil ich glaube, sonst ist es da sehr, sehr matschig. Gerade mit den Reise-Enduros kommt man dann nicht mehr ganz so gut durch. Also dürften eigentlich ganz gute Bedingungen herrschen, jetzt wo es so trocken ist. Und schauen wir mal, wie es da so ist. Viel Spaß! Wir fahren jetzt ungefähr so 100 Kilometer vom Münsterland Richtung Borne. Da ist quasi der Einstieg, wo wir mit dem Ted beginnen. Und wir werden sogar Motorräder tauschen, jetzt die ersten Kilometer. Einfach mal, um ein bisschen was Neues auszuprobieren. Wir fahren ja dann anschließend lange genug unser eigenes Motorrad wieder. Also ich fahre jetzt die Tenere und Julian fährt die gute Queenie. Boah, wie ihr seht, Julian hat bei seiner Tenere schon ein bisschen was gemacht. Er hat hier vorne die Lenkerdeko angebracht, andere Spiegel. Die sind echt ein bisschen ungewohnt zum Fahren, aber ist natürlich ganz cool, weil man hier oben ein bisschen mehr frei hat. Das Navi hat er sich da oben hingesetzt. Dann hat er sich vorne neue Blinker dran gemacht, so kleine Nipsi-Blinker. Nach ungefähr 45 Minuten erreichen wir die Niederlande. TED ist übrigens die Abkürzung für Trans-Euro-Trail und bezeichnet ein Netz aus Offroad-Wegen durch verschiedene Länder. Er besteht insgesamt aus über 100.000 Kilometern unbefestigter Straße. So, wir sind hier angekommen in Holland an einem sehr beschaulichen Sträßchen. Ich mag ja diese holländischen kleinen Vorgärten, diese einfach verglasten Fenster oder so. Also auf jeden Fall sieht das alles deutlich einfacher aus. Vielleicht sind es auch zweifach, aber auf jeden Fall sehen die Fenster anders aus als bei uns. Und von hier aus sind wir dann eigentlich schon gleich da, oder? 3 Minuten. Jo, Julian ist den Ted schon mal gefahren. Ja, wir hoffen, wir finden den Einstieg jetzt auch wieder. Es ist sehr angenehm mit dem Navi da oben. Also wenn man dann steht auf der Maschine hier, hat man echt immer noch einen schönen Blick aufs Navi. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn du hier unten dann den Bildschirm hast. Das ist eine coole Position bei der Tenere. Wir sind hier alle sportlich unterwegs. Wow, und da ist auch schon der Erste, der kommt wahrscheinlich gerade vom Ted, oder? Hey! Um all die zur Verfügung stehenden 730 Kilometer TED der Niederlande zu fahren, wird ein Zeitraum von 2 Tagen empfohlen. Wir fahren in diesem Video nur einen Teil davon. Hier ist also der Einstieg und jetzt müssen wir das Navi nochmal eben richtig einstellen. Also man geht hier auf Apps, dann auf Tracks. Dann haben wir hier schon den entsprechenden, den wir brauchen, vorgeladen. An den Track kommt ihr kostenlos über die offizielle Seite des TEDs. Einfach TED Niederlande suchen, dort auf Download GPX-Track klicken, einverstanden sein mit dem, was da steht und zack, habt ihr die GPX-Datei im Download-Ordner. Kommen wir da drauf. Dann wird er uns hier als rote Linie angezeigt. Ja. Dann müsste es auf los. Wir haben das ja auch noch nie gemacht. Gehen wir mal von Anfang bis Ende und dann schauen wir mal, was passiert. Eigentlich müssten wir hier drauf sein. Wer berechnet? Ah! Da. Siehst du, wir sind hier drauf. Geil! Aber das ist ja total angenehm mit dieser Track-Anzeige. Sehr angenehm. So, wir fahren jetzt hier die ersten Kilometer auf dem Track. Das ist ja echt easy, wirklich ganz easy. Ich hatte mir das also der geht ja automatisch mit. So, also das wird ja genauso, solange du drauf bist, wird dir das ja genauso angezeigt wie bei einer Route auch. Und dann schickt uns die Navigation das erste Mal runter vom Asphalt in einen Weg zwischen den Wiesen. So, hier ist das erste Mal ein bisschen loserer Untergrund. Schön, schön, schön.
kann aber auch immer noch hier an der Seite den sicheren Asphalt nehmen. Das geht auch. Okay. Schön. Genau sowas lieben wir doch. Herrlich. Da kann man sogar noch mal sitzen fahren hier. Ganz unbedenklich. Es gibt noch ein paar Überreste von unserem Saisonstart. Ja, ansonsten ist die Afrika Twin noch irgendwie relativ sauber für ihre Verhältnisse. Mal gucken, was sich hier noch so ergibt. So, da kommt der nächste Sand. Yay! Das ist doch mal hier Marokko-mäßig. Boah, scheiße, Mann, das ist ganz schön Marokko-mäßig hier. Uiuiui. Uiuiui. Ja, er rastet hier völlig aus. Jo. Ah, scheiße, Mann. Boah, krass. Ja, das ist natürlich heftig jetzt. Das ist richtig lose hier. Richtig loser Sand. Boah, muss man erstmal wieder sich dran gewöhnen. Ist aber geil, oder? Boah, das ist aber ganz schön schwierig, oder? Ja, voll. Richtig Das heftig. wirklich gut. Ja, geht so, war schon grenzwertig. Also muss man sich dran gewöhnen erstmal wieder, ne? Ja, dran gewöhnen, auf jeden Fall. So, jetzt hier so richtig idyllisch an so einem kleinen Bächlein. Ach ja, das kann man sich mal geben. Also bis jetzt ist das noch alles fahrbar. Aber schon vergleichbar auch ein bisschen mit der Sahara. Dieser extreme weiche Sand. Das hatten wir gerade auf jeden Fall auch schon. So, an der Seite hier ist ein Radweg. Also da muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man keinen Radfahrer umnietet. Nicht, dass der nachher unfreiwillig baden geht. Aber das ist echt gemütlich hier. Der Sand ist relativ fest. Zwischendurch hier diese Holzpfähler, die da aus dem Boden rauskommen und ein paar Hubbel. Kann aber ganz schön gefährlich sein, ne? Wenn man jetzt wirklich, Diese... ich glaube, letztes Mal sind wir hier so mit knapp 100 lang gefahren. Okay. Das war richtig matschig hier. Ja. Wenn du dann einen Abgang machst und da rein segelst, ist das nicht ganz so cool. Du meinst gegen diese Pole? Ja, das reißt dich ja auch, wenn du da mit 100 rein. Klar, ja. Oder kommt eine Radfahrertruppe. Hey, auf dem Offroad-Weg, Freunde. Nee, die fahren an der Seite. Nicht, dass wir jetzt hier kollidieren. Kollidiert sind wir an diesem Tag mit nichts und niemandem. Obwohl kleine Hindernisse wie dieser Tesla hier und da mal unseren Weg kreuzten. Auf den Feldern wurden noch Osterfeuer aufgebaut, weil wir hier an dem Osterwochenende unterwegs sind. Bei uns brannte an diesem Tag allerdings maximal die Oberschenkelmuskulatur. Naja, kleine Pause und weiter geht's. Ich finde, ein Riesenvorteil bei dieser TED-Geschichte ist, dass man weiß, man darf da fahren. Also es wird einen kein schimpfender Bauer erwarten. Also ich meine, klar, garantieren kann man das nie. Ja, eben. Das Aber ist, es ist so legal. So eine Grauzone an manchen Stellen. Also ich glaube, es wird an vielen Stellen toleriert, weil die Leute auch offen damit umgehen. Aber ob das immer 100% legal ist. Aber ich glaube, da sind die Holländer aber sehr, sehr tolerant.
stelle ich mir das da in Schweden vor, so ein bisschen, ne? Von der Straße und so ein Schotterzeug hier, ne? Ja, der TED Schweden hat viele Wege, die ganz ähnlich aussehen wie dieser. Nur dass dort alles noch viel, viel weitläufiger ist und es Hütten gibt, in denen man for free nächtigen kann. Den Film zur Schwedenreise verlinke ich euch in der Infobox. Ein absolutes Must-See für alle, die gerne Offroad und in der Natur unterwegs sind. Da geht es geradeaus durch den Dreck. Ja, boah, hier kann man aber auch echt langsam fahren, das geht ja. Das ist ja alles super fest und angenehm. Das ist jetzt ja, glaube ich, die perfekte Konsistenz. Das ist ja so fest, dass es nicht so ist wie gerade das erste. Ist ja schon fast ein bisschen lehmig, ne? Ja, das hier ist so eine Stelle, da wäre ich fast hier runtergeflogen. Und jetzt kommst du hier einfach so durch. Hier musst du einmal diagonal drüber, pass auf, von hinten kommt ein Auto. Du musst halt immer auch ein bisschen aufpassen. Zwischen diesen Offroad-Wegen kommen dann halt auch ganz normale Straßen. Da muss man natürlich dann auch schauen, dass man da nicht einfach so drüber brettert, weil da kommen auch Autos. Ah, das ist die Stelle, wo wir irgendwann umdrehen mussten, weil das gar nicht mehr weiterging. Cool. Lass mal gucken jetzt. Da hinten war einfach so, da hat er sich mit seiner Duo so eingegraben, dass er da selber nicht mehr mit dem leichten Ding rauskam. Ja, krass, hier, das war so eine, das war unmöglich hier durchzufahren. Auf den Wiesen stand einfach das Wasser, ne? Das war hier eine Wasserlache. Crazy, ey. Ich kann dir nachher das Video mal zeigen, hatte ich dir mal, glaube ich, gezeigt, ne? Bis hier bin ich gar nicht gekommen. Ja. Wow, Alter, fast hier. Was war das denn? Ja, und so, stell dir vor, so die ganze Zeit. Das war alle Wege so. Aber das kam jetzt halt so unerwartet. Da warst du da in dem Modus drin. Da hätte ich mich jetzt gerade, ich bin richtig weggerutscht mit der Karre. An diesem Wochenende in den letzten Märztagen war es sehr ruhig auf den Straßen des TEDs. Erst als wir eine Pause machen, treffen wir auf andere Motorradfahrer, die hier auch im Dreck unterwegs sind. Und kann man da durch? Hi! Hey! Ja, die machen das hier bestimmt nicht zum ersten Mal, so wie die da durchhopsen. Geil. Hey Leute! Gott sei Dank ist es während unserer Fahrt trocken geblieben.
Zeit, mal zu reflektieren, wie es war. Ted Holland ist was man sehr entspannt fahren kann, wenn es nicht gerade nass ist und viel geregnet hat. Ja, selbst in dieser Entspannung findet man immer wieder kleine Herausforderungen mit Tiefsandfeldern. Wirklich sehr sandlastig, ja. Sehr schöne Natur, immer wieder ganz schicke Häuser, Anwesen, wo man sich einfach denkt, oh, nicht schlecht. Wobei ich würde gar nicht sagen, dass man das nur empfehlen kann, wenn es nicht geregnet hat. Es ändert halt einfach extrem den Schwierigkeitsgrad. Also für Leute, die ein kleines bisschen geübter sind, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich spaßiger, wenn es viel geregnet hat, weil man dann auch ein bisschen technische Herausforderungen hat. Wohingegen für Leute, die jetzt das erste Mal sowas ausprobieren wollen, da ist es top hier, wenn es ein bisschen trockener ist. Also dann ist es wirklich auch einfach zu fahren. Also jetzt sind wir hier gefahren, es ist alles weitestgehend, man kann es hier sehen oder auch in den Aufnahmen, relativ trocken. Man hat hier zum Teil noch ein bisschen Wasser stehen, aber wirklich nur minimal. Und das letzte Mal, als ich hier war, war wirklich alles, also da konnten wir streckenweise diese Abschnitte, wo wir jetzt hier selbst gerade drauf stehen, gar nicht fahren, weil man mit dem Vorderrad oder mit beiden Rädern wirklich bis zur Achse im Matsch versunken ist und das einfach nur ein Schlammweg war. Ich finde sowas ja immer super als kleine Reisevorbereitung, beziehungsweise einfach um im Training zu bleiben. Mit diesem Feedback verabschieden wir uns aus diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder und bis dahin immer schön sauber bleiben, ne? Sauber. Eigentlich bescheuert, oder? Bleibt mal ruhig ein bisschen dreckig. Macht euch schmutzig. Oh, ein Hase. Hey, Junge, wo willst du hin? Ciao. Ach, der wollte auch noch mal kurz ins Video hier. Kann ich gut verstehen. Ist ja auch Ostern. Da war der Osterhase wahrscheinlich.